Meine Angst ist eigentlich das Versagen im Leben. Dass ich es nicht schaffe, dass ich mir meine Träume erfüllen kann. Ein Haus bauen, nicht, dass ich mal zu wenig Geld verdiene mit dem, was ich gerne mache. Und, so mir die einfachen Sachen nicht leisten kann. Vor 18 Wochen sind Sie hier eingerückt. Sie haben eines der letzten großen Abenteuer unserer Gesellschaft erlebt. Sie erfüllen Ihren Dienst an der Gesellschaft und am Land. Und dafür bin ich Ihnen dankbar. Und deshalb frage ich euch ein letztes Mal: Wer sind wir? Die Wenigen! Wer sind wir? Die Stolze! Mit Herz! Und Blut! Für wer? Du Schül! Du Schül! Für wer? Du Schül! Sie sind hiermit aus der Rekrutenschule entlassen. Kompanie ruht! Viel Erfolg! Alles Gute! Nein, ist gut gewesen. Merci, alles Gute! Bei dir jetzt freust du dich für heim? Ja, schon ziemlich. Schon, gell? Ja, es ist irgendwo eine Militärfreizeit. Ist etwas anderes? Ja, jetzt bin ich halt nicht mehr. Ja, das war lange Zeit. Ich sehe näher immer ein bisschen. Ja, das ist so. Ich bin der Florin Signer, 22, ich komme von Beinwil. Ich habe ursprünglich Landwirt gelernt, arbeite eigentlich aber immer ein bisschen anders. Moos-Zimmermann, Landschaftsgärtner wie immer. Nebenbei arbeite ich etwa daheim auf dem Hof. Jetzt nach dem Militär ist es ein bisschen schwierig. Es ist halt wieder ganz anders, man ist wieder zurück im Alltag. Es fehlt einem die Struktur, die man hatte. Ich mache mir mega viel Gedanken über die Zukunft, weil ich eigentlich nur bis zum Militär geplant habe. Im Moment bin ich in einer Lebensphase, wo man sich auf ein Erwachsenenleben vorbereitet. Probiert vorbereiten. Wir sind ein kleines Dorf, knapp 300 Einwohner. Wenn man hier angekommen ist bei den Leuten, dann hat es eigentlich geschafft. Man lebt ein gutes Dorfleben. Wir haben ganz viele verstreute Höfe. Wir haben alle einen anderen Lebensstil und gleich funktionieren wir zusammen. Wir sind froh, so wie es ist, und es soll so bleiben, wie es ist. Wir wollen nicht ein Dorf werden, wo viel los ist, weil das entspricht nicht dem Bibel.
Hey, schau da, der Flügel. Ja, kann ich auch. Geht's dir auch noch? Ist gut. Ja, selber, ja. Ist wieder cool. Florin. Gesundheit, Flügel. Nein, er hat sie zusammengezogen, weißt du, und dann habe ich den Test 6 Meter abheben. Nachher eine Spannung drauf, zu wenig Glück, dann sage ich fort. Gesundheit. Gesundheit. Wir sind sicher sehr traditionell. Wir haben schon noch ein bisschen die alten Brüche. Der einen Kühlungsort. Du wirst nicht krank. Nein, aber so kann man den Kaffee. Man sieht sich als Schweizer, man ist patriotisch. Das ist schon eine Tradition, an der man festhält, weil man sich halt mit dem identifizieren kann. Subaru. Er könnte hier bauen im Baby. Ist günstig, 95 Franken. Hey, günstig, ja, Quadratmeter. Das höchstens als Wertzulage. Ja, gut, das ist bei uns schon manchmal ein Thema hier im Baby, ja. Und denkst du immer noch, wie viel? 200 Nasen da? Ja, aber weißt du, was willst du? Es Wenn ist du schon so. wenn du ausziehen willst, dann gehst du fort. In dem Bible kannst du nie eine Wohnung haben. Das ist eben schon so. Das fällt eben dahinter schon, das ist eben schon das Problem. Wenn man in einem Dorf wie Bibel lebt, ist man natürlich gestempelt. Jeder kennt jeden, jeder weiß, was du gemacht hast, wo du wohnst. Das ist natürlich schon schwierig, da auszubrechen. Man bleibt halt in den Köpfen länger eine Person, die man mal war. Und man kann nicht einfach so verschwinden. Das einzige Mögliche zum Ausbrechen ist fortziehen. Die erste Sitzung seit den Wahlen. Ja. Und jetzt, Ja, die Situation ist halt da, dass ich einen anderen Lebensweg einschlagen als mein Vater. Und ihm lieber wäre, wenn ich mein Leben so ausrichten wie er es gemacht hat. Und ich mich halt durch das auch daheim ein bisschen in die Regeln hineingedrückt fühle, die ich halt als Kind schon hatte. Die Tüne wegnehmen. Mein Vater wäre lieber, wenn wir bleiben, bis wir geheiratet sind und noch gehen. Oder? Weil er hat immer das Gefühl, er müsse uns halt immer noch beschützen vor dem da aussen. Ich will weg von den familiären Regeln, ausbrechen aus dem Daheim. In meine Welt, in meine Regeln, in meine Zukunft starten. Musst du nicht Nebenboxen, hä? Ich bin in einer Schule gross geworden, wo praktisch alles Bauernbuben waren. Und bei denen war immer klar, sie wollen den Hof übernehmen. Die sind mit 12 bis 13 ins Traktor gefahren daheim und ich habe immer gefunden, hey, die sind schon so weit, ich bin so hinter rein, was das angeht. Das ist für mich so chancenlos, dass ich das überhaupt nicht schaffe, Landwirt zu lernen. Mein Vater hat ihm gesagt, bevor der Florin Bauer lernt er Kuh Velo fahren. Das war eigentlich immer so, bis ich einen riesen Lebenswandel gemacht habe von dem Bub, der in der Schule immer gelitten hat und durch seine Grösse, wo ich entschieden hat, mal, ich will einen Beruf lernen, der streng ist, der Brauch ist, weil ich gefunden habe, ich will auch männlich sein, oder? Und durch das habe ich nachher die Herausforderung Landwirt angenommen. Ich finde vor allem die Dialekte schön. Gesagt, sie ganz herzig, ja. Es bald über 2 Menschen. Für mich war eigentlich klar, dass mein kleiner Bruder, der Julian, den Hof übernehmen. Der Julian ist als Kind schon immer mit. Er war immer auf dem Traktor.
Immer im Stall, immer bei den Tieren. Und das hatte ich nicht. Er muss vielleicht auch noch ein bisschen sein Leben suchen. Er ist erst 11 und hat auch noch keine Ahnung, wie es dann mal sein wird. Aber er ist auch auf einem guten Weg. Ich denke, er wird es super machen. Es liegt eigentlich ein bisschen beim Vater selber, wie er mit dem umgeht, mit mir. Und das ist ein bisschen meine Sicht. Ich kann meinem Vater nicht die Augen öffnen und sagen, das ist gut, wie ich mache. Und er muss selber darauf kommen, dass es gut ist, wie es ist. Willst du da einmal den Hof übernehmen? Nein, Nein? Überhaupt nicht? Nein. Wegen? Ich will. Ich will nicht so abgebunden sein, ich will meine Freiheiten haben. Und Willst du angestellt sein? ja. Ja, ich will eigentlich nicht da angestellt sein. Keine Ahnung, was mich verschlägt, irgendwo verschlägt es mich schon. Wo willst du denn an, Amanda? Ja, wahrscheinlich so Bernbiet oder Luzernbiet, was mich mal anschlägt. Komm, Luzern, Berg kannst du mir nicht antun. Also ins ländliche Gebiet. Oh, das ist schön. Ganz geil wäre halt an einem See. Weil so Sempachsee ist schon geil zum Beispiel. Du musst runterdrücken dort mit dem Hebeisen, gell? So. Und dann gib mir den Hammer. Ich freue mich riesig, loszustarten. Aber drücken nicht übertreiben, gell? Ich schlage einfach so ein bisschen rein und hoffe, dass wir so ein bisschen rein können. Die neue Herausforderung anzupacken. Ja. Nachher noch streichen und fertig. Hey, Nando. Gesundheit, Florin. Die Wand, Gesundheit, Nando, auf die Wand, ja. Jetzt bin ich hier in einem anderen Dorf. Weg von daheim. Eigene Wohnung. Eigenes Leben. Ah, da kommen wir noch so gerne. Dann einfach weiter runterlassen. Ja, aber es steht auf dem Stein. Nicht lang. Du bist wirklich einiges gerügt, wenn ich denke an die Schulzeit. ADHS. Immer der Auftrag, ja. Ja, es ist ja schön. Ich finde es viel angenehmer als ruhiger Mensch. Also ich... Schön, dass du das auch so bist. Danke. Ja, ich habe die Energie immer noch. Also ich kann immer noch Vollgas geben und reissen, aber ich geniesse einfach mehr. Ja. Es ist nicht, ich bin nicht jetzt so am Fieberschau, es ist nächstes, wo gehe ich morgen oder ich muss fort. Ich kann mal für mich sein, oder? Mit mir allein sein, meine Gedanken, mich wahrnehmen. Und das ist schön. Und mir gefällt, dass es so, ja, wie es ist im Moment. Gegessen. Oder musst du einhängen. Ja, Aber es ist jetzt nicht schlecht. Ist so gut. Oh, schau mal jetzt das gute Fond, ja. Jö. Ich liege in der Hängematte, aufgehängt in einem kleinen Wäldchen. Ich höre im Hintergrund schon ein bisschen das Meeresrauschen und der Wind.
habe in meinem Leben noch nie so viel Sand gesehen. Da sehe ich so 50 Meter Entfernung das erste Mal das Meer. Da bin ich voll erfüllt, voll Freude und irgendwie würde ich am liebsten über das ganze Meer weiterlaufen.